habe schon ganz viel für Streichquartett geschrieben, mit Sängerin meistens, mit Sopran, dann ein Klavierquintett, was war das, eines Bassetthornquintett sogar. Ja, das könnte man auch mit der Bassklarinette spielen. Also ich habe schon immer wieder mit dem Streichquartett was komponiert, aber immer dazu. Und Streichquartett allein gibt es erst eines von mir. Und das haben wir uraufgeführt vor 15 Jahren oder noch länger. Weiß ich gar nicht. Ja, mit dem Ensemble Plus. Und jetzt, ich hatte einfach keinen Auftrag und wollte das mal was machen, was mir schon lange ein Anliegen war, ein bisschen radikaler an die Sache herangehen. Wenn ich Aufträge kriege, dann versuche ich ja immer die Auftraggeber auch ein bisschen zufriedenzustellen und schreibe ganz schöne, romantische Musik. Aber wenn ich keinen Auftrag habe, dann kann ich so schreiben, wie ich will, für mich. Und da waren mir zwei Dinge ein Anliegen. Erstens, wie behandle ich das Streichquartett? Und warum Streichquartett? Naja, weil das ist so die Versuchsanordnung. Ja, Streichquartett ist für viele Komponisten, war es das immer, das ist so, wie soll ich sagen, in nuce, das ist im Kern der Sache. Oder wenn ich ein klassisches Orchester anschaue, ist immer aufgebaut in der Partitur, habe ich immer erste Violine, zweite Bratsche, so diese Instrumente, nur sind sie dort halt im Rudel. Und im Streichquartett sind sie wirklich allein solo. Und das ist vom Klang her eine heikle Besetzung eigentlich. Aber da kann man ganz viel probieren und machen. Ich probiere ganz viele Dinge aus, die ich mir sonst, wenn ich jetzt für Ensemble schreibe, möchte ich ihnen oft gewisse Dinge gar nicht antun. Da denke ich mir, das ist zu viel. Ja, und da hat sich dann herausgestellt, manche Sachen gehen so gar nicht, ja, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich in einer bestimmten Lage auf der Violine neben dem Grifffinger will, dass man auf der E-Seite vor allem spielt, dann komme ich nicht hin, weil der Bogen an der Decke stecken bleibt oder so. Das sind Sachen, die man als Komponist so natürlich gar nicht bedenkt, weil man diese Situation ja normalerweise gar nicht erst hat. Ja, wenn ich in normalen Instrumentationslehre oder normalen Umgang mit den Instrumenten komme ich an diese Extremstellen gar nicht, wo es sich dann einfach nicht ausgeht, wo einfach irgendwas hakt, du musst mal ein Stück von der Schulter wegsägen oder so. Anders geht's nicht. Und klar, und das sind halt Dinge, die ergeben sich mehr aus dem gedanklichen Konstrukt her, als aus dem technischen Probieren. Ich wollte mich einmal mit diesen Zuspielungen, die ich ja immer wieder verwende, da wollte ich mal wirklich auch an eine Grenze kommen. Ja? Und das, also immer wenn ich jetzt ein Stück habe und ich weiß, ich muss das realisieren und es kommen diese Tonbandzuspielungen dazu, dann halte ich das in einem vernünftigen Rahmen, weil ich weiß, ich muss es dann realisieren. Ja, also ich muss die Aufnahmen machen, ich muss ins Studio gehen, ich muss das Ganze, das ist alles sehr arbeits- und zeitaufwendig. Das habe ich mir bei diesem Streichquartett nicht so vorgestellt, ich habe gar nicht an die Realisierung gedacht. Und jetzt habt das Ensemble Plus, jetzt habt ihr, die Musiker, natürlich die Zusatzarbeit, diese ganzen Aufnahmen zu machen. Und für mich heißt es, ich muss es gibt wie eine eigene Partitur, wo ich nur diese Tonbandzuspielungen ganz genau berechnet habe auf der Zeitleiste, ganz genau wann kommt was, wie wird es transponiert. Und das war eigentlich ein ganz mühsamer, aber spannender Prozess für mich, weil es rein gedanklich ist, weil es ja sehr schwer zu sagen ist, wenn ich jetzt auf einem Streichinstrument mit dem Bogen irgendein Kratzgeräusch produziere, das so und so lang dauert, und jetzt transponiere ich das 2 Oktaven hinauf und lasse aber in der Geschwindigkeit unverändert. Normalerweise, wenn man hinauf transponiert, wird es schneller, wenn man runter transponiert, wird es langsamer. Ich mache diese Transpositionen immer unabhängig voneinander. Also ich tue auch gerne, ich transponiere was runter, beschleunige es aber, statt langsamer zu werden. Und damit kann man spielen. Also das sind ja an sich ganz alte Techniken. Ja, Bach, Kunst der Fuge, kann man das schön spielen, einfach dieses Verlangsamen und das Beschleunigen des Inhalts, also das, was die Musik halt macht. Und es ist in dem Streichquartett, es gibt jetzt überhaupt keine
harmonische oder melodische Erfindung mehr. Ja, die ist komplett ausgeschaltet. Es geht nur noch um andere Dinge, was gar nicht so leicht ist, ja, dieses komplett wegzulassen. Und trotzdem ist die Tonhöhen sind wieder ganz genau wie immer bei mir exakt strukturiert. Ja. Also die sind durchstrukturiert von A bis Z, aber es ist so gemacht, dass sich daraus überhaupt kein sowas wie ein motivischer oder ein sinnvoller Zusammenhang ableitet, wie in der traditionellen Harmonielehre, wo man hört, so und jetzt, da geht es dahin und da geht es dahin. Das ist da ausgeschaltet. Und ebenso was die Tonhöhen betrifft. Noch dazu habe ich noch etwas gemacht, das normalerweise so nicht unbedingt ist, dass ich versucht habe, die Zeitstruktur, wie man ein Stück komponiert, dieses Zerhacken der Zeit, das Musiker machen. Musiker können, und das ist ja erstaunlich, dass das überhaupt geht, ja? Wir können die Zeit sehr genau einteilen. Also ein guter Musiker, dem kann ich sagen, spiel du bitte Viertel 80 und der weiß, was das heißt. Also der kann einfach eine Strecke von einer Minute aus dem Stand sagen, teile das in 80 gleiche Teile. Oder ich sage ihm, teile es in 120 oder mach 140 Schläge in der Minute. Und ich staune, wie gut ein Musiker das sofort, weil er einfach aus der Erfahrung weiß, das ist dann so schnell oder ist so langsam. Also Musiker können, andere Menschen sicher auch, aber dort ist weniger geübt, können die Zeit einteilen, können Zeit in kleine Strecken unterteilen. Und jetzt ist das Problem, aber wenn man aber fragt, was ist denn die Zeit überhaupt, dann kann mir ja niemand eine vernünftige Antwort drauf geben. Aber wir können also tatsächlich was zergliedern, von dem wir nicht einmal wissen, was es ist. Ja. Also das ist ein ganz seltsames Phänomen. Und für mich war immer eigenartig, wenn ich Noten schreibe, wenn ich da so eine fertige Partiturseite zum Beispiel von mir habe, dann sind da klare zeitliche Verläufe notiert, die aber auf dem Blatt Papier natürlich zeitlos sind, völlig gleichzeitig da stehen. Ja. Das heißt, wenn ich eine ganze Partitur, das kann ja ein großes Ding sein, das kann egal, ja, habe, dann sind in diesem Buch sind alle zeitlichen Strukturen aufgeschrieben, ohne dass sie passieren. Ja, die Zeit beginnt also erst dann, wenn es lebendig wird. Wenn ein menschliches Gehirn oder ein Mensch mit der Hand das ausführt, dann fängt es erst an. Und dann haben wir gedacht, wie wäre denn das mit dem Bauplan des Universums zum Beispiel? Ja, könnte man sich vorstellen, dass diese physikalischen Gesetze, nach denen das alles abrennt, das ist ja wie, nicht notiert vielleicht, ja, aber gedacht, das ist ja eine ähnliche Form. Ja, es ist irgendwie fixiert. Ja. Und wann kommt die Zeit dazu? Ja. Und Gott, das sind so jetzt ein bisschen abstruse Überlegungen zugegeben. Aber das hat mich immer, und was mich gestört hat, war immer, wenn ich jetzt das in Takte einteilen muss beim Notieren. Dass ich diesen Verlauf der Musik, diesen Fluss, sagen wir mal, ja, dass ich den in Scheiben schneiden muss, das hat mir immer widerstrebt. Und ich mag Musik an sich nicht so gern, die dann noch dazu dieses Zerschneiden noch betonen. Ja, das finde ich irgendwie wieder natürlich. Und das hat mir immer widerstrebt. Und darum habe ich hier absolut überhaupt keinen Takt angegeben. Also es gibt auch keine Notenwerte. Aber man kann trotzdem den Zeitverlauf irgendwie ablesen, weil es ja eine Linie ist, die dem Zeitfluss irgendwo in unserem Gehirn entspricht. Und angegeben ist halt 7 mm ist eine Sekunde. Zack. Und der Musiker muss jetzt halt in diesem Abstand entlang dem Notentext fahren. Und es ist ganz schräg, dass es 4 Sätze geworden sind. Ja. Also hätte ich mir nie gedacht, dass solche Dinge, wie das Streichquartett halt 4 Sätze hat, oder 3 Sätze ging ja auch noch, oder machen auch 5 oder so, aber es werden automatisch 4 Sätze. Ja, das hat mich selber erstaunt. Ja, also ich glaube, manche Sachen, die kann man, wenn man es laufen lässt, also wenn man es nicht von vornherein klar entscheidet und ich mache das so und ich mache das so, das tue ich nicht. Ja, sondern ich versuche das laufen zu lassen, ein bisschen, dem Fluss Start zu geben, dass da was passieren kann. Und das geht dann eigene Bahnen. Und man kommt auf ganz ähnliche Dinge wie halt andere Menschen auch, klar. Ja, das ist ja eigentlich klar, weil wir haben ja alle das gleiche Gehirn. Ja. Nur wir verwenden es halt unterschiedlich.
Ich bin viel traditioneller, als ich selber immer glaube. Ich glaube immer, ich mache ganz was Neues und so. Und dann kommt irgendwie so ein traditionelles Zeug dabei heraus. Das ist erstaunlich. Ja. Da es ja keine Tonhöhen gibt in dem Sinn und keine Tondauern, sondern mehr Verläufe von Prozessen, wie der Klang produziert wird. So kann man es, glaube ich, sagen. Also ich habe versucht zu notieren mit der eigenen symbolischen Schrift, wie verschiedene klangliche Prozesse auszuführen sind. Und aus dieser Grafik, die ist jetzt quasi das Material, mit dem ich dann kompositorische Prozesse mache. Also dass ich sage, okay, ich nehme das jetzt im Kanon oder ich spiegle etwas oder diese Prozesse halt. Und wie ist dann ineinander, oder jetzt verdichte ich es, oder jetzt geht man es mir wieder ein bisschen auseinander. Wie man halt sonst mit Tonhöhen und Tondauern arbeitet, als Komponist arbeite ich jetzt mit diesen klanglichen Prozessen einfach. Ja, also alles, was die Stimme dann dazu macht, genau. Also am Anfang ist es, habe ich quasi eine Tonhöhe vorgegeben, weil wenn ich hinterm Steg in der Schnecke auf der höchsten Seite der Violine kratz, noch dazu mit dem Holz dort, dann ist die Tonhöhe sagen wir mal, eher gedacht. Ja? Also was ich da höre, ja, ist alles Mögliche, aber ich glaube nicht, dass man das als identifizieren könnte. Und trotzdem versuche ich dann die Tonhöhe mit einem leisen Pfeifton noch ein bisschen zu verstärken, aber das soll nur meistens sind die Sachen, die ich mit der Stimme mache, die färben quasi das ein. Ja? Also dort ist klar, das und das mache ich dann sogar noch, schauen wir, wie gut das geht, Vierteltonabweichungen mit Pfeifen, während man da spielen muss, ist natürlich schwierig, aber ja, zu machen. Und ansonsten sind es, wenn ich jetzt halt auf der Seite mit dem Bogen am Frosch so ein Knarzgeräusch mache, dann kann ich das natürlich mit stimmlichen Dingen auch noch unterstreichen. Das ist ein bisschen, kritisch gesehen, ein bisschen plakativ, diese Art Knirschgeräusche, die ich von den Streichern verlange, mit dem Mund noch ein bisschen, vielleicht man könnte sagen, persiflieren oder übertreiben, man könnte es positiv ausdrücken, überhöhen. Ja, das wird dort ein bisschen überhöht. Also das ist einfach ein Spiel ein völlig freies Spiel mit Klängen und bedeutet gar nichts bei mir. Völlig assoziationslos. Ja, völlig. Wenn dann jemand irgendwelche Assoziationen hat dabei, dann bitte gern. Ja, kein Problem. Ich habe selber beim Machen, wenn man es probiert, dann immer wieder, wie produziere ich die Klänge. Also wenn ich sowas höre, dann fällt mir halt ein Eichkätzchen ein. Oder weil es ist bei mir ein Hasengefiepe, wobei ich natürlich die Musik überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, das sind halt einfach Klänge, wie sie auch in der Natur vorkommen. So, sagen wir mal. Wenn solche Klänge jetzt mit dem Mund produziert werden, klar, ist es lebendiger, als nur auf einem Stück toten, in Streifen geschnittenen Darm zu kratzen. Es gibt natürlich eine natürliche Grenze, was ich mit dem Instrument machen kann, ohne das Instrument zu beschädigen. Ja? Und das heißt, da gibt es einen Stopp. Gewisse Dinge kann ich nicht tun. Ich möchte natürlich nie ein Instrument beschädigen. Liegt mir völlig fern. Aber die Klänge hätte ich dann trotzdem gern. Und dann kaufe ich zum Beispiel die Geigen einfach ganz billig ein irgendwo. Entweder sind es gebrauchte Geigen, die ich um 5 Euro manchmal schon kriege, wenn man schlau ist beim Ersteigern. In diesem Fall sind es fabrikneue Geigen, kosten auch nicht viel. Und klar, und die gehen dann kaputt. Ja, aber das ist halt, das sehe ich so wie Holz im Theater. Wenn man auf der Bühne ein Holz verbaut, naja, geht auch irgendwie kaputt, weil nachher kann man es auch nicht mehr verwenden. Also das sehe ich nicht weniger den Zerstörungsakt. Aber da natürlich ist die Symbolkraft sehr stark. Ja.